Oh, he's coming on goal. Juhas. Oh, big save. Servus, Torhüter und Torhüterinnen. Heute bei Marcel's Hockey School werden wir über ein Thema reden, die mir sehr beschäftigt bei meine junge Goalies und auch bei Torhüter, die vielleicht gerade erst angefangen haben und ihre läuferischen Fähigkeiten nicht genug vertrauen. Etwas, die ich sehr, sehr oft sehe im Nachwuchsbereich, Goalies. Ihr bleibt auf eurer Linie klebend. Und jetzt schau mal, wie viel Platz da frei ist, wenn ich zum Beispiel hier stehe und einer auf mich läuft, vom geradeaus beim Konter, Alleingang oder was immer. Da muss man eigentlich nur schießen. Ich möchte aber eigentlich den Schützen zwingen, einen Move zu machen. Ihr müsst euch vertrauen, ihr müsst euch trauen, rauszukommen und dann rückwärts in Geschwindigkeit des Schützen zurückzugleiten. Und dieses Video ist dafür. Wir werden ein paar Übungen durchgehen, vom einfachste Übung zum schwierigsten Übungen, weil ich möchte, dass ihr euch traut, aus dem Tor rauszugehen. Let's go! Wenn der Schütze auf euch zuläuft, beim Eingang, ihr dürft nicht in dem Torraum sein. Eure Füße, wenn ihr den Save macht, sollten ungefähr, der eine Torwart bevorzugt ein bisschen tiefer, eine Torwart bevorzugt ein bisschen weiter raus, aber ungefähr the last stand, wo ihr mal bleibt, bevor der Schütze seine oder ihr Move macht, ist auf dem Torraumlinie und nicht hier im Tor. Und da ist alles frei. Also, das wird der Torraum sein. Ich werde es ein bisschen zur Seite bringen, einfach als Orientierungspunkt, weil wenn ich rücklaufe, möchte ich nicht über eine Scheibe laufen. Und jetzt legen wir mit den Übungen los. Also, Übung Nummer 1, ich mache ein paar schnelle Schritte heraus. Das ist eine Übung, nicht eine echte Spielzug. Ich werde ein paar Schritte mehr machen für Übungszwecke. Ich werde relativ weit rauskommen, hart bremsen, rückwärts ein paar Schritte und dann werde ich aber rückwärts bis zu meinem Torraum gleiten, nicht rückwärts laufen. Warum möchte ich nach ein paar Schritte rückwärts gleiten statt rückwärts laufen? Ganz einfach, wenn der Schütze auf mich zuläuft und ich die ganze Zeit am Rückwärtslaufen bin, vielleicht bin ich auf diesem Fuß und er in der Richtung geht, dann bin ich geschlagen. Also ist es sehr wichtig, gleiten zu können. Ich lehne mich dabei leicht nach vorne, schau, wie weit ich gleiten kann. Ich werde jetzt in mein Tor reinkrachen. Wenn ihr lernt, einfach nach 1, 2 Schritte, bumm, bumm, glide. Dann könnt ihr in beide Richtungen sehr, sehr leicht einen Save machen. Also, das werden wir noch ein paar Mal üben. Einen kräftigen Push, boom, C-Cut und zurückgleiten. Push und zurückgleiten. Push und zurückgleiten. Das ist die erste Übung. Wichtig, was ich auch teilweise sehe, Goalies kommen aus ihrem Tor raus, die wollen schnell raus. So, ich weiß, mir ist es sehr bewusst, dass C-Cut eine sehr wichtige Skill für Torhüter sind. Vor allem im Rückwärtsgang, finde ich. Aber wenn ich schnell aus dem Tor rausgehen muss, mein erster Schritt ist kein C-Cut. Ich sehe viele Torhüter, die so anfangen möchten. Ja, die kommen sehr schwer im Gang, dauert zu lang, will ich schnell aus dem Tor raus, Schritt. Und dann kann ich einen C-Cut machen oder wenn ich gar keine Zeit habe, Schritt und dann wieder zurück. Also der erste Schritt, und das hat mir wirklich geholfen, Feldspieler zu sein, der erste Schritt ist wie ein Feldspieler, einfach boom und dann raus. So, jetzt haben wir einfach zurückgegleitet. Jetzt werden wir einfach einen langen Shuffle zum Pfosten gehen, nicht einen T-Push, weil ein T-Push dauert dann halt viel zu lang. Ich werde versuchen, ungefähr, wenn ich meinen Torraum erreiche, einfach zu meinen Pfosten wieder zu gleiten. Das ist nicht unbedingt eine spielähnliche Situation, wirst du oft nicht machen bei einem Konter, aber einige Goalies können noch nicht so gut sliden und ich denke, das ist eine gute Vorübung, bevor wir ins Sliden reingehen. Also sieht so aus. Push out, bremsen, gleiten und zum Pfosten. Push out, bremsen, gleiten und zum Pfosten. Wichtig dabei ist, wie bei jeder Übung,
Ich weiß nicht, ob ich es hier gemacht habe, weil vielleicht habe ich es vergessen, aber da auf jeden Fall. Schaut zum Pfosten, wenn ihr dann abbremst. So, jetzt werden wir auch realistischer. Im Grunde genommen, wenn der Feldspieler sich entscheidet, einen Move auf euch zu machen, dann werdet ihr nicht stehen bleiben, ihr werdet mal sliden. Also, nächste Übung ist dann einfach ungefähr, wenn ich meinen Torraum erreiche, einen Butterfly Slide zur einen Seite zu gehen. Sieht dann so aus. Eine weitere kleine Tipp für euch. Ich finde, tatsächlich für mich hat es geholfen. Mittlerweile brauche ich es weniger, aber wenn du anfängst, vielleicht doch, entweder so oder wenn du kannst, deinen Pfosten tippen. Ich finde, es hilft einfach unheimlich mit der Orientierung, bevor du rausgehst. Einfach, du weißt, okay, wo ist mein Pfosten, dann weißt du auch, dass du mittig bist. Oder wenn zum Beispiel der Schütze vom dort kommt, boom, der richtige Winkel hast, hat mir unheimlich geholfen. Macht nicht jeder Torwart, aber machen einige Torwart. Das könnt ihr selber entscheiden, ob es euch hilft oder nicht. Aber jetzt, wenn wir ein paar Schritte rausgehen, kräftig bremsen und dann in eine Richtung. Das tue ich erstmal hier weg. Und dann in eine Richtung sliden. Let's go. Und das kann natürlich auch von der Seite gemacht werden. Nicht jeder Alleingang kommt direkt von der Mitte, sondern auch mal von der Seite. Da wird euer Slide ein bisschen länger sein, aber ist auch wichtig zu üben. Also zum Beispiel, wenn der Puck vom Dart kommt, boom, touch, gleiten und rüberrutschen. Da war ich ein bisschen zu nah an meinen Pfosten mit meinen Schläger. Musste ich immer darauf achten. Oh, da kommt der Schütze. Und wieder rübersliden. Einen wichtigen Punkt, meine Torhüter im Verein machen das gelegentlich. Ich mache mich wahnsinnig. Dieses Reverse RVH ist so populär geworden. Jeder junge Torwart macht ständig den RVH, Reverse. Und die wollen auch bei solchen Situationen in dem Reverse reinrutschen. Das macht aber absolut keinen Sinn. Also im Grunde genommen, was die machen möchten, ist hier und dann rutschen die in ihrem Pfosten rein. Das ist aber nicht optimal. Wir wollen hier alles zumachen. Die Scheibe ist noch hier vorne. Wir wollen keinesfalls ins Reverse reinrutschen, sondern wir wollen halt vor unser Torpfosten reinrutschen. Ein kleines bisschen. Also bitte Goalies vermeiden, das ist keine Reverse-Situation. Reverse ist eine Situation, wo die Scheibe hinter das Tor ist, zum Beispiel der Puck da, dann könnte ich jetzt im Reverse sein, je nachdem, Paddle down oder hoch, aber keinesfalls, wenn der Puck hier ist beim Alleingang, möchte ich vor meinen Pfosten rutschen und keinesfalls ins Reverse rein. So, im Eisstadion letzte Frühskills der Saison. Bin völlig platt, gerade fertig, war am Tor und jetzt werden ein paar unserer U20-Spieler, John und Maxi, ein paar Konter auf mich laufen. Und ich werde das versuchen, was ich euch beigebracht habe, jetzt in eigentliche Übungen umzusetzen. Schauen wir mal, ob ich Erfolg habe oder nicht. Let's go! Versuch's mal mit Scheibe! Und bevor irgendwelche Fragen auftauchen, ja, ich weiß, dass mein Schläger falsch rumgebogen ist. Diejenigen, die mich gut kennen, wissen, dass ich als Feldspieler auch Rechtsschütze bin. Als Torwart fange ich aber links und wenn ich Torwartübungen vormache oder Goalie-Trainings leite, dann spiele ich auch mit einem linken Schläger. Ich habe mich versucht, daran zu gewöhnen, links zu schießen, weil ich Linksfänger bin. Es hat einfach nicht geklappt, ich komme damit nicht gut klar. Somit spiele ich mit einem rechten Schläger und drehe meine Schläge um, wenn ich dann schießen möchte als Torwart. Das ist nicht zu empfehlen, aber mit 41 Jahren werde ich das einfach nicht mehr ändern. Also ja, ich spiele mit meinem Schläger falsch rumgebogen und komme damit gut.
up and high, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've already know, yeah. I think that we've already know. Sick of dealing with the old plan, they know that we're coming in wrong. I think that we've already know. Sick of dealing with the old plan, they know that we're coming in wrong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care. Also, das waren ein paar Übungen, die ihr üben könnt, damit ihr euch mehr traut, aus dem Tor rauszugehen. Bitte tut das. Von 10 Torhüter, die ich kenne, nehmen wir an, alle machen es falsch. Das stimmt nicht wirklich. Einige machen es sehr, sehr gut. Aber von 10 Torhüter, die es falsch machen, bleiben 9 zu tief in ihrem Tor und eine ist zu weit raus. Wie ich Schützen kenne, also erfahrene Schütze, es ist viel, viel leichter für mich, wenn du einfach ins Tor stehen bleibst, so tief, ich werde einfach die Scheibe reinschieben. Wenn du mich zwingst, weil du eine gute Tiefe erreicht hast, weiter einen Move zu machen, weil ich nicht schießen kann, dann kann ich die Scheibe verlieren, kann ich vertannen. Es ist für mich schwieriger, wenn ich gezwungen werde, einen Move zu machen. Das schafft ihr nur, wenn ihr aggressiv rauskommt. 1, 2, boom, und dann zurück. And save. So, traut eure läuferische Fähigkeiten, Goalies. Ich hoffe, die Übungen waren gut anzuschauen. Ich hoffe, dass ihr die auch üben werdet. Üben wir auch immer im Verein. Das war's für eine weitere Episode von Marcel's Goalie School. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.